Frage bin ich noch nie gestellt worden. Das erste Mal ist wahrscheinlich qualitativ nicht das Beste, aber du musst schon mal durch, bis du dann besser wirst. Wir machen eine Deluxe-Version vom Album. Und ich glaube, ich habe das erste fucking PET-Flaschen-Bon geraucht, bevor ich einen Actual Joint geraucht habe. Also. Jojo, M zum O, gibt's einen? Safe. Was gibt's bei dir? Hasch. Was ist das beste Getränk zum Rauchen? Wasser mit Kohlensäure. Oder Bier. Aber eigentlich Wasser mit Kohlensäure. Weil Bier, Eis ist easy. Aber wenn du dann zu viel Bier trinkst und gleichzeitig noch am Rauchen bist, dann ist das meistens nicht so geil. Was bedeutet Musik für dich persönlich? Also Musik schreiben bedeutet für mich Therapie und Musik hören bedeutet für mich einfach Entspannung und Genuss. Darum höre ich nicht so viel politische Musik, ehrlich gesagt. Sondern mache sie eher. Und Musik releasen? Musik release ist einfach ein Dopamin-Kick. Irgendwie, also das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es ist sehr nice, auch halt das können zu teilen mit den Leuten und vor allem, wenn es die Leute dann auch fühlen, ist es extrem so wie befriedigend sein. Und es ist natürlich immer auch mit Anspannung und Stress verbunden, weil wenn ein Release-Tag ist, dann, und jetzt, als ich das Album rausgebracht habe, wenn ein Album-Release-Tag ist, dann hast du nachher Stress, vielleicht gerade für eine Woche. Aber mein Release ist das, wieso wir auch Musik machen oder wieso ich Musik mache. Von dem her ist es irgendwie dort, wo alles dann zusammenkommt. Welche Rolle spielt dein Umfeld in deiner Musik? Spielt auch schon eine wichtige Rolle. Also irgendwie entweder bewusst oder unbewusst. So das Umfeld, das ich in Palästina halt hatte, wo ich dort ein Jahr lang gelebt habe, spielt wie eine sehr bewusste Rolle, weil ich viel über ihr Schicksal irgendwie oder ihr Leben dort rap. Und sonst mein Umfeld. Vielleicht checken sie es gar nicht, dass es eine Rolle spielt oder dass ich wie gewisse Lines, vielleicht auch halt gewisse Sachen, die ich mit einem Kollegen oder einer Kollegin besprochen habe, will ich nochmal irgendwie thematisieren. Also es ist nicht irgendwie gegenüber dieser Person, sondern mehr einfach für mich selber, um nochmal darüber nachzudenken. Und ja, also das Umfeld im Musik machen ist natürlich das Wichtigste. Ich meine, wir haben jetzt ein mega geiles Team. Wir sind jetzt auch auf Tour, den ganzen Frühling, Sommer. Und ja, also mit dem ohne das Team würde es nicht gehen. Von dem her, so, ich stehe dann im Mittelpunkt, aber eigentlich es braucht mega viele Leute und nur Liebe für mein Team. Wer oder was inspiriert dich am meisten? Ich glaube, so ist ein bisschen eine Basic-Antwort, aber ich glaube einfach so irgendwie das Leben. Und mit dem meine ich jetzt so, was ich selber erfahre. Wenn ich halt eben, als ich ein Jahr in Palästina war, dort habe ich halt mega viel erlebt, wo ich dann irgendwie verarbeiten Musik. Und ich hatte auch noch einen Break-up, als ich zurückkomme von Palästina. Und das war dann eigentlich so viel Erlebnis gewesen, wo dann eigentlich das ganze Album mit 18 Songs irgendwie auf eine Art ermöglicht haben, muss ich irgendwie sagen. Und jetzt, wo das so ein bisschen vorbei ist, habe ich so ein bisschen, okay, was habe ich jetzt wirklich erlebt? So, jetzt schreibe ich darüber, okay, ich spiele Konzerte und so. Und irgendwie, mehr Leute kennen jetzt die Musik, aber das ist irgendwie, dann fällt mir schnell mal so die Klischees von Rappern, die über ihre eigenen Erfolg rappen. Darum, ja, einfach so Sachen, die ich erlebe, Sachen, die mich bewegen, mit anderen Menschen, Sachen, die ich sehe. Vor allem so, das, was ich mit meinen eigenen Augen irgendwie sehe und wahrnehme. So, das ist das, was mich am meisten inspiriert, so, um meine Texte zu schreiben. Und mein Produzent, der Fire Black, inspiriert mich immer mit seinen krassen Beats. Wie siehst du die Entwicklung von Schweizer Hip-Hop? Hey, eigentlich mega nice. Also ich habe das Gefühl, es kribbelt ein bisschen etwas, so «something's cooking». So, ich habe das Gefühl, es gibt so ein bisschen, das äußert sich dann immer so ein bisschen Spannungen, die Jüngeren gegen die Älteren und so. Die sagen, ihr Boom-Bappers, ihr Underground, New Wave-Leute. Aber ich finde irgendwie, das finde ich eigentlich sehr eine spannende Entwicklung im Schweizer Rap. Und ich habe das Gefühl, wir müssen eben versuchen, als Artists nicht nur den Kuchen gleich gross zu behalten und unseren Teil des Kuchen grösser machen, individuell, sondern wieder den Kuchen für alle grösser machen, weil dann wird der Kuchen für alle auch grösser. Also alle, die halt gut sind und eigentlich sollten die Plattformen bekommen, die werden sie noch mehr bekommen, wenn mehr dabei sind, wenn mehr krasser Sound kommt. Und von dem her für mich ist eigentlich nicht the more the better, weil es gibt gewisse Art oder Qualität von Rap, wo du dann bist, okay, das schadet vielleicht am Rap, aber das sehe ich jetzt bei denen, wo so viel diskutiert werden, bei den Jungen so nicht so. Ich finde eher, sie haben so eine Punk-Mentality. Und das fühle ich echt mega so ein bisschen. So das allgemeines «Fickt euch, wir sind die Geilsten». Und das ist irgendwie, das Gefühl, Punk und Rap sind dort nicht so anders in dieser Attitude und das finde ich mega nice. Wie war dein erster Auftritt? Die Frage bin ich noch nie gestellt worden. Wie ich mich gefühlt habe, weiss ich im Fall gar nicht mehr so. Aber er ist in Kloten, das ist im Zürich-Unterland, dort wo der Flughafen ist, hat es mal so ein Hip-Hop-Event gegeben, das High Five. Dort haben auch schon grössere gespielt früher mal. Das sind eben so unsere Homies von der Kante, die das eigentlich mal gegründet haben. Ja, 2017 habe ich dort gespielt, mein allererstes Konzert, erste EP. 20 Leute gehabt und ich habe natürlich 18 davon gekannt. Ja, ist als erstes Mal, wie beim Rappen, wie bei anderem. Das erste Mal ist wahrscheinlich qualitativ nicht das Beste, aber du musst schon mal durch, bis du dann besser wirst.
Gibt es ein Ritual, das du unmittelbar vor jedem Auftritt hast? Ja, ich stresse alle Leute rein. Ich muss mich 10 Minuten vor dem Konzert muss ich mich zurückziehen, weil ich weiss, ich kann dann keine normale Konversation mehr haben. So, mein ADS-Brain eskaliert dann völlig und es ist so, ja, ich bin dann einfach so, ich kann dann keine Konversation haben. Jetzt haben wir gerade eine Plattentaufe gehabt, wir haben ja viele Guest-Features dabei gehabt, so Sicario, Amin, Debbie Cortez und so, und ich habe gemerkt, so, ich kann nicht mehr mit denen mehr reden, 10 Minuten vor dem Konzert. Ich habe irgendwie wirklich so geredet, dann haben sie 2 Sekunden etwas gesagt, ich habe schon nicht mehr zugelassen und irgendein Problem gedacht, das wir noch lösen müssen. Oder irgendeine Anspannung, und dann, ja, für mich ist einfach am besten 10 Minuten vom Konzert einfach weg von allen anderen und kurz in den Fokus hineinkommen. Nicht kiffen, nicht saufen, das mache ich nicht mehr vor dem Konzert. Ja, einfach in die Zone hineinkommen, so halt vom Mo zum M zum Mo werden. Was war das beste Konzert, das du selber je hast erlebt? Ich habe ja im Exil gespielt, ausverkauft, dort wäre ich gerne im Publikum gestanden, aber das war halt nicht möglich. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich also zum Beispiel Pashanim habe ich gesehen letztes Jahr. Pashanim ist für mich einer der, ich glaube, vielleicht der krasseste Rapper im Moment auf der Welt. Also für mich jetzt persönlich. Das habe ich geil gefunden. Aber man muss sagen, okay, seine Live-Show ist jetzt nicht so krass. Er spielt einfach seine Lieder. Die sind alle 2 Minuten, darum kannst du nicht eine Stunde mit 30 reinpacken. Früher halt, ich weiss noch, der National, das ist so eine Indie-Band, die habe ich mal gesehen, mit meinem besten Kollegen vor etwa 6, 7 Jahren. Und die haben wir beide mega gefühlt, haben wir alle Texte können. Es war aber sehr lustig, weil an diesem Konzert so richtig Indie-Old-Head-Crowd war. Wir haben Texte mitgesungen und die Leute haben uns angeschaut und haben uns gesagt, hey, hör auf mitsingen, wir wollen sie singen hören. So. Und ich glaube, mit 19 Blink-182. Weil als Jugendlicher bin ich richtiger Blink-182 Stan fast schon gewesen. Und dann haben sie sich wieder zusammengetan. Und dann bin ich ins Konzert im Hallenstadion geschaut, habe ich alle Texte auswendig können. Von dem her, ich würde sagen, ich glaube, die Konzerte, die ich am meisten Songs irgendwie kenne und fühle, das sind irgendwie immer die mich am meisten nachher catchen. Wann hast du zuletzt etwas mitgemacht, einfach weil es gut fürs Image war? Hinterzimmer. Jetzt bin ich zum Beispiel an der Cypher-Nachbesprechung. Natürlich ist das fürs Image nice. Wobei Cypher-Nachbesprechung werden wir viel gehatet, aber ich habe das Gefühl, bei mir war es jetzt fürs Image gut gewesen. Aber ich kann es einfach auch machen. Also ich will sagen, ich habe schon sehr lange nicht mehr gemacht, nur fürs Image, sondern natürlich das Image ist auch ein Faktor, dass es irgendwie etwas bringt. Aber ich liebe Rap, ich liebe alles, was mit Hip-Hop, also weißt, ich liebe alles, was mit dem zu tun hat, was wir machen. Ich liebe es auch hier anzukommen, also Format, nur fürs Image, das ich für die Schweizer Botschaft geschafft habe, für das CV. Wenn du eine Blume wärst, wo würdest du gerne für immer stehen? Im Bachenbülach, im Haus von meiner Mutter. Wie sieht so dein kreativer Prozess aus? Hey, meistens jetzt habe ich angefangen, so in Sessions zu arbeiten, mit meinem Produzenten Fire and Black, der das Album jetzt executive produced hat. Und auch mit anderen producenden Personen, die ich jetzt auf dem Album zusammen geschafft habe, gehen wir eigentlich wie zusammen ins Studio. Sie machen einen Beat, ich mache einen Text, ich komme mit ein bisschen Ideen, weil es gibt mir mega Anxiety, wenn ich gar nichts habe. Dann entsteht irgendwie ein Vibe. Ich sage so, das habe ich Lust, das stelle ich mir vor. Und dann bringt die Person, die produziert, halt ihre Vibe rein. Und meistens ist es so. Früher war es noch mehr YouTube-Beats, die einer rauchen, ein bisschen reinviben und so. Das mache ich schon ab und zu noch, aber ich würde sagen, ich habe jetzt recht geswitcht auf die Session-Art zum Arbeiten. Und irgendwie finde ich das noch nice, weil es ist wie so, du weißt einfach so, okay, ich muss jetzt auf dem A-Game sein heute und muss jetzt einfach das Krasseste rausbringen. Und ja, den Druck am Anfang habe ich ein bisschen damit lernen umgehen, aber jetzt ist es eigentlich so, jetzt ist es eigentlich so meine präferierte Art zum Arbeiten. Wie gehst du mit Schreibblockaden um? Einfach weiterschreiben. Der Tommy hat mal gesagt, irgendwann, du musst einfach jeden Tag einen 16er schreiben. Auch wenn es scheiße ist, dann hast du keine Schreibblockade. Und das ist so ein bisschen mein Approach. Wenn ich Schreibblockade habe, schreibe ich einfach einen 16er. Wenn es scheiße ist, habe ich vielleicht keine mehr, wenn du ein paar nie brauchen kannst. Du hast bei der Nachbesprechung gesagt, es wäre mal Zeit, oder du wolltest mal ein bisschen an deinem musikalischen Bild arbeiten, ein bisschen weiterarbeiten und weiterentwickeln. Hast du ein bisschen eine Ahnung, in welche Richtung? Nein, ich lasse recht auf mich zukommen. Also ich habe das dort ja gesagt. Und es ist ja nicht so, dass ich wie einfach jetzt einen völligen Bruch machen will. Das überhaupt nicht. Also es ist das, ich bin der M zu Mo und ich mache das, was ich mache. So. Aber es wird halt, wie ich gesagt habe, meine Musik ist mega inspiriert durch eigentlich meine eigenen Erfahrungen. Und ich werde jetzt voraussichtlich nicht in Palästina noch mal leben für ein Jahr. Also wird es wahrscheinlich nicht so in-depth über meine Erfahrungen dort gehen. Vielleicht eher so über, wenn es um Palästina geht, dann Sachen, die vielleicht in der Schweiz eher irgendwie situiert sind. Weil ich will irgendwie nicht über etwas anderes schreiben, wenn ich es nicht selber, wenn ich aus der eigenen Perspektive kann schreiben. Von dem her vielleicht einfach ein bisschen das. Und auch mit producenden Menschen zusammenarbeiten, die meinen Horizont erweitern. So. Ich glaube, meine Kernskills als Rapper sind, dass ich Sachen klar benennen kann und dass ich wie
irgendwie emotional auch ehrlich bin. Und ich glaube, die zwei Sachen werden immer in meinem Sound sein. Egal jetzt, was das spezifische Thema ist, das ich gerade erlebt habe und wenn ich dann verarbeiten mit der Musik. So. Die Sachen werden immer dort sein. Und darum man muss jetzt nicht Angst haben, dass M2Mo jetzt plötzlich Lohnlied kopiert. Du hast jetzt gerade das Album rausgebracht. Darf man sich gleich wieder auf etwas freuen? Wir machen eine Deluxe-Version vom Album. Die wird aber erst zu Ende Jahr rauskommen. Und jetzt im Verlauf des Jahres werden wir wahrscheinlich einfach so Songs von dieser Deluxe-Version rausbringen. Von dem her, ein neuer Sound wird sicher kommen. Wir haben ja schon den Cypher zum Beispiel rausgebracht. Ja, also ich bin immer dran. Und jetzt machen sich auch mehr Möglichkeiten auf, mit Features zusammenzuarbeiten, die ich vielleicht früher nicht zusammenarbeiten konnte. Hast du aktuell einen Ohrwurm? Also der eine Song, den vielleicht kennt jemand, Kneecap, die Band, die irische Band, die so Punk-Rap macht, so politisch. Die haben gerade das Album rausgebracht und der hat einen Song drauf, der heißt Palestine und der ist mit dem Fauzi, das ist eigentlich mein Lieblingsrapper aus Palästina. Und am Freitag, als ich aufgewacht bin und gesehen, dass sie zusammen einen Song gemacht haben, ich bin so halb durchgefallen. Und eigentlich ist es ein Ohrwurm im Sinne von Melodie, weil sie rappen eigentlich nur, aber in der Hook hat es so, im Hook ist eigentlich nur der Beat, aber es hat so eine geile Melodie. So okay, das ist verdammt wack, wenn ich das nachmache. Aber hört den Song Palestine von Kneecap und Fauzi. Wer sind deine grössten musikalischen Einflüsse? In der Schweiz wahrscheinlich der Mimix. Er ist für mich der krasseste technische Rapper in der Schweiz. Mimix hat mich sehr inspiriert damals, als ich angefangen habe zu rappen, so 2015 umeinander. Also ich habe ein bisschen später angefangen, dann wirklich zu rappen, aber viel von dem Zeug gehört. Und in Deutschland würde ich sagen, der Paschanim. Weil jetzt einfach die letzten 3-4 Jahre ist er immer der Top 1 Artist gewesen, so in meinem Spotify Rap und so. Und ja, los einfach seinen Sound mega viel. Und muss man auch sagen, der Tommy Versetti. Tommy Versetti ist für mich, glaube der direkteste Auslöser gewesen, wieso ich angefangen habe, dann Rap zu verfolgen, weil ich habe das Style Dancer Album irgendwie 7 Jahre nachdem es rausgekommen ist, wirklich mal das erste Mal richtig gelost und es hat mich so geflasht. Ja, von dem her, der Tommy ist schon auch dort ein grosser Einfluss gewesen. Du darfst für den Rest von deinem Leben nur noch ein Gericht essen. Cordon Bleu mit Pommes ohne Gemüse. Vielleicht Gemüse, wenn ich es jeden Tag essen muss. Mit Chilis im Cordon Bleu, also im Käse. Glaubst du an Seelenverwandtschaft? Abschnittweise ja, aber ich denke nicht, dass das etwas ist, was so nur, also man kann seelenverwandt sein, aber das heisst nicht, dass man für immer seelenverwandt ist, glaube ich. Was bedeutet für dich Erfolg? Gesehen werden von den Leuten. Und finanziell wäre es irgendwann auch nice, aber ich muss jetzt sagen, so, die Schweiz, der Danese hat das mal so schön gesagt, wir werden nie reich, aber wir werden Stars. Also das hat er nicht genau so gesagt, aber das ist eben die Aussage gewesen. Und von dem her in der Schweiz, für mich als Schweizer Rapper, das Krasseste ist gesehen werden. Wenn ich das ausverkaufte Exil gesehen, wo die Hälfte der Leute Songs mitrappen, dann ist das für mich das Größte, was ich erleben als Schweizer Rapper. Was ist für dich das schönste Kompliment, das du selber bekommst? Dass ich einen schönen Bart habe. Dort bin ich insecure. Das ist ein schöner Bart. Danke. Sehr gut. Ja, wirst mit 26 anfangen, richtig einen Bart wachsen zu lassen. Darum. Mein bester Kollege mit 14. Das hat mein Bart Self-Image für immer nachhaltig verändert. Wenn du dich mit einem Wort müsstest beschreiben, welches wär's? Ehrlich. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Immer besser. Hast du eine Lieblingsserie? BoJack Horseman vielleicht. Das ist wie so ein All-Time-Pick, nicht ein Jetzt-Grad-Pick. Jetzt habe ich schon lange keine Serie mehr geschaut. Klingt so wie ein richtiger 25-jähriger White-Dude-Pick, aber von dort kommt es auch also. Du kaufst ein Rubbellos und gewinnst 16 Franken 20. Was gönnst du dir? Shawarma von Al-Mukhtar in Zürich. 2 Getränke. Das kann ich mir gerne leisten mit 16 Stutz. Shoutout, der geilste billige Döner oder Shawarma in Zürich. Wo bist du aufgewachsen? In Bachenbülach. Hast du ein Aftershow-Ritual? Direkt ins Bett, noch hure Ausgang das, oder was ich jetzt am mal machen Ruhe? bin. Mein Manager hat es schon gecheckt, da muss man immer einen schon parat haben nach dem Konzert. Das ist für die unchillig. Welche Schweizer Newcomer oder Newcomerin sollte man unbedingt auf dem Schirm haben, Ihrer Meinung nach? Stella and the Fridge. Sie ist auf meinem Album und sie ist eine grossartige Musikerin. Und ja, checkt sie aus. Wer sollte unbedingt mal eine Chibet rauchen? Der Netanyahu. Als ich internationale Beziehungen studiert habe, haben sie mir gesagt, das ist die California School of International Relations. Einer rauchen und begraben. Also das Problem, nicht Menschen. Wenn und wo hast du die erste Joint geraucht? In Winkel im Wald. Und ich glaube, ich habe das erste fucking PET-Flaschenbon geraucht, bevor ich einen Actual Joint geraucht habe. Also, nachher hat zum Kollegen seine Mutter herausgefunden. Und dann sind wir voll drunter gekommen. Mit 14. Für was bist du im Moment dankbar? Für mein Leben in der Schweiz. Also ich kann Rap machen, dass es mir gut geht, dass ich mich selber verwirklichen kann. Merci vielmals, M2Mo. Sehr gerne. Und das letzte Wort gehört noch dir. Ja, danke vielmals, Hinterzimmer. Und ja, bleibt kritisch und hört guten Sound, zum Beispiel meinen.